Das Reformkleid und auch die lila Latzhose stehen beide symbolisch für den Aufbruch von Frauen aus vorgegebenen Körperbildern, aber auch aus traditionellen Abhängigkeiten. Das ist, glaube ich, das, was die beiden sehr gut miteinander verbindet. Beim Reformkleid geht es darum, das Korsett abzuwerfen, die Lebendigkeit, die Aktivität von Frauen zu ermöglichen, nicht durch Kleidung weiter einschränken zu lassen und dadurch auch mehr in die Öffentlichkeit gehen zu können. Das klingt vielleicht komisch, der Gang in die Öffentlichkeit anhand eines Kleides zu zeigen. Das hat aber viel mit Atmung, Bewegungsfreiheit und auch Ausschreiten können überhaupt zu tun. Und das war wichtig für die Reformkleidbewegung, dass die Taille nach oben rutscht, dass kein Korsett getragen wird, sondern dass eine Frau im öffentlichen und im privaten Platz hat, auszuschreiten, aktiv zu sein, zu arbeiten, sich selbst zu bewegen und sich selbst auch zu verwirklichen. Da sollte nichts mehr einengen. Ja. Und die lila Latzhose hat eine ähnliche Funktion, aber auf einer anderen politischen Ebene. Bei der lila Latzhose geht es erstmal, das ist ein Arbeitskleidungsstück eigentlich ursprünglich, so eine Latzhose, die aber lila eingefärbt wird, also mit der Farbe der Frauenbewegung versehen wird. Frauen, die diese Latzhose tragen, symbolisieren, hier ist Schluss mit der Einordnung meiner Person in eine sexistische Kleidung, in eine Mode, die mich als Weibchen und weiblich definiert. Ich definiere selber, wie ich dargestellt werden will, und ich will als eine aktive, handelnde, als eine arbeitende Frau wahrgenommen werden, die sich frei macht von gesellschaftlichen Konventionen und eben kein Rock, kein Kleid mehr trägt, sondern jetzt eine Latzhose. Wie gesagt, ein Kleidungsstück, das eigentlich für Arbeiter und Männer vorgesehen war. Und die Eroberung in Lila ist eine sehr gute Performance, würden wir, glaube ich, heute sagen, um zu zeigen, was sich ändern soll. Nämlich der sexistische Blick auf den Frauenkörper und die Einschränkung der Frau im öffentlichen Raum durch einengende Kleidung. Und das ist wieder der verbindende Punkt zwischen dem Reformkleid und der lila Latzhose.